Hallo, ein wenig versteckt, aber doch knapp neben der Autobahn ist diese Supercharger-Station Helmsbach. Das ist an der Bergstraße. Hier gibt es 12 CCS-Ladesäulen und auch ein paar Verpflegungspunkte. Das schauen wir uns jetzt mal an. Ich lasse auch die Drohne steigen, wie immer, um einen kleinen Rundblick hier der Gegend zu zeigen. Also bleibt dran. Es scheint hier zwei Möglichkeiten zu geben, eine kleine Ruhepause einzulegen. Hier einmal eine Charger Lounge und da hinten eine sogenannte Sportsbar. Mal schauen, wie das aussieht. Also hier die Charger Lounge. Wenn die wirklich 24 Stunden am Tag offen ist, ist das nicht schlecht. Kaffee, Snacks, WC, nicht schlecht. So, hier ist zum einen eine Autowerkstatt. Gut, die wird nicht 24 Stunden am Tag offen haben, aber eben hier der Eingang zur Chargerlager. Gut, ein Automat ist auch nicht schlecht, aber es scheint hier mehr zu geben. Oh. Kaffeeautomat, ausruhen, interessante Stühle, ganz bequem und ein Blick in die Werkstatt. Also das habe ich hier noch nie gesehen. Ja, vielleicht kann ich die auch mal kurz interviewen, die Leute von der Werkstatt. Ja, ich habe Glück gehabt, Herr Fürst ist gerade bereit. Ihm gehört hier diese Garage. Und mal schauen, was das für eine Bewandtnis hat. Ja, guten Tag. Hi, hallo. Ja, ich bin hier gerade am Laden und sehe hier diese doch etwas ungewöhnliche Garage und auch diese Lounge hier. Was ist das für eine Art Garage? Ja, also wir sind Gigamod. Das ist eine Firma für Fahrzeugtuning und Veredelung. Ah, Wir kommen ursprünglich eigentlich aus dem Rennsport. So ist das alles hier entstanden mit der Halle. Und da es leider dann die Rennserie, in der wir gefahren sind, nicht mehr gab, hatten wir viele Leute, die uns daher kannten und gesagt haben, ja, an meinem Mini, ihr kennt die Autos ja, könnt ihr nicht mal hier, könnt ihr nicht mal da. Und so ist das Ganze eigentlich so von selbst entstanden. also hier wird auch so, werden die Motoren werden hier stärker gemacht oder die Fahrwerke Also verändert? alles vom Fahrwerk, Auspuffanlagen, Leistungssteigerung, wenn jemand andere Sitze haben möchte oder einfach nur vielleicht schönere Spiegelkappen. Kann ja auch mal was Kleines sein. Das ist ja toll. Service. Und diese Lounge hier, war das Ihre Idee oder ist das Teslas Idee gewesen? Oder? Ach, das war so eine Sache. Wir haben uns schon vor längerer Zeit bei Tesla beworben gehabt als Standort für Supercharger. Das war dann die ersten 2 Jahre für Tesla nicht so interessant. Und hatten wir eigentlich auch gedacht, dass es nichts mehr wird. Und dann sind die relativ aus dem Nichts auf uns zugekommen und haben gesagt, hey, wir würden das doch gerne machen. Der Standort direkt an der Autobahn, das gefällt uns gut. Und wir wollten das mit der Lounge auch eigentlich schon sehr lange so umsetzen. Dann haben wir gesagt, gut, wenn ihr jetzt hier draußen bei uns das machen wollt, dann machen wir hier drin eben eine Lounge, dass die Leute, wenn sie laden, nicht im Auto sitzen müssen oder irgendwo im Imbiss sitzen, wo es dann nach Essen riecht und laut ist. Und, Seit wann gibt es denn diesen Supercharger hier? Oder? das ist jetzt seit September 22. Also Sehr- wirklich noch relativ neu. Genau, gerade seit letztem Jahr. Dann eine Sache, ich sehe jetzt hier unten in der Halle 3 Mini Cooper, 3 Cooper. Ist das zufällig oder? Das kommt daher, dass wir ursprünglich auch im Markenpokal von Mini direkt gefahren sind. Und es ist so unser Hauptstandbein, neben eben noch Tesla und sehr viel Volkswagen Gruppe. Aber wirklich das meiste. Und gibt es denn in der Nähe hier eine Autorennstrecke oder wie ergibt sich das oder wie ergab sich das, dass wir den Rennsport? Es hat weniger mit der Rennstrecke zu tun, als dass wir hier im Ort wohnen und die Halle zur Verfügung stand, weil hat, ich glaube, 10 Jahre leer gestanden und war dann zum Verkauf. Und ja, mein Vater hat das so damals angestupst. Und Gut, herzlichen Glückwunsch. Das sieht ja sehr, sehr schön aus. Also weiterhin viel Erfolg und danke für diese Informationen. immer gerne.
Danke. Tschüss. Ja, jetzt mal schauen, was diese Sportsbar so bietet. Hier wird also auch nochmal auf diese Charger Lounge hingewiesen. Also das hier sieht ein bisschen leer aus im Moment. Hier ist vielleicht eher abends was los, aber hier ist eine große Halle. Hier sind ja so viele Plätze, ich zähle hier 12 Badmintonplätze. Badminton-Oase Hemsbach. Gut, die Bar scheint dann auf zu sein, wenn hier auch Badmintonbetrieb ist. Ja, wie ich gerade gesehen habe, also diese Sportsbar ist nur abends ab 17 Uhr geöffnet, wenn also hier der Badmintonbetrieb losgeht. Interessanterweise, man hat ja von oben gesehen von der Drohne, sind diese ganzen Dächer hier mit Solarpanels bestückt.